Mit Whisper AI kann der Videoeditor Kdenlive blitzschnell und weitgehend automatisch Untertitel generieren. So lassen sich leicht deutsche und englische Untertitel für YouTube-Videos erzeugen. Kdenlive kann schon länger Untertitel automatisch mit dem Open-Source-Spracherkennungssystem Vosk erzeugen. Seit der Kdenlive-Version 23.04 unterstützt es auch Whisper, das bessere Ergebnisse liefert. Da sind nach dem Transkribieren dann auch Satzzeichen gesetzt und die Untertitel sind deshalb leichter lesbar. Noch ein cooles Feature: Wer will, kann die erkannte deutsche Audiospur ins Englische übersetzen lassen und damit englische Untertitel fürs Video generieren. Die kann man dann als zusätzliche Untertitelspur bei YouTube hochladen. Erstmal müsst ihr Whisper einrichten. Dafür braucht Kdenlive das Modul OpenAI Whisper. In früheren Versionen hat es meist ausgereicht, mit pip in einem Terminalfenster das Modul OpenAI-Whisper zu installieren. In der aktuellen Version läuft die Konfiguration ein bisschen anders. Erst richte ich eine virtuelle Python-Umgebung ein, dann sorge ich dafür, dass Kdenlive darauf zugreifen kann und installiert dann direkt aus dem Programm heraus Whisper. Und so geht's. Öffne ein Terminalfenster. Wechsle dann in den Ordner mit den Kdenlive-Einstellungen, leg da die virtuelle Python-Umgebung an und aktiviere sie. Die 3 Befehle schreibe ich euch alle nochmal ins Blog, den Link gibt's unten in der Beschreibung. Danach öffne ich Kdenlive und da im Menü den Punkt Einstellungen Kdenlive einrichten. Unter Umgebung setze ich im Reiter Python einen Haken bei Use Python Virtual Environment Recommended und bestätige mit Anwenden. Dann wechsle ich zur Sprache zu Text und aktiviere ganz oben Whisper. Jetzt noch ein Klick auf fehlende Abhängigkeiten installieren, dann lädt Kdenlive das Modul OpenAI Whisper, SRT, Torch und alles weitere Nötige herunter und richtet es ein. Wenn das geklappt hat, steht da anschließend Sprache zu Text ist eingerichtet. Jetzt kann ich auch als Gerät oben meine Grafikkarte, eine Nvidia GeForce RTX 3060 Ti auswählen und mit OK bestätigen. Um nun Untertitel aus einer Audiospur mit VoiceOver auszulesen, öffne ich zunächst das Untertitel-Tool. Dazu gibt es entweder ein Icon in der Timeline-Werkzeugleiste oder den Menüpunkt Projekt, Untertitel, Edit Subtitle Tool. Das legt eine weitere leere Spur über die Timeline. Hier klicke ich nun auf das Zauberstab-Symbol und öffne damit den Dialog für Whisper. Erst wähle ich ein Modell aus. Zur Wahl stehen unterschiedlich große. Welches davon ihr verwenden könnt, hängt davon ab, wie leistungsfähig eure Grafikkarte ist. Im Zweifel einfach ausprobieren. Dann wähle ich die Sprache der Tonspur, also Deutsch. Und falls ich aus meiner deutschen Tonspur englische Untertitel erzeugen will, setze ich den Haken bei Translate to English. Die 4 Optionen darunter legen fest, welche Spur oder welchen Clip Whisper ausliest. Um Untertitel für einen einzelnen Clip zu erstellen, markiere ich den Clip auf der Tonspur in der Timeline, öffne dann das Untertitel-Tool und wähle ausgewählter Clip. Ich habe in der Regel mehrere Clips und 2 Tonspuren. Dabei liegt auf der zweiten Tonspur mein Voiceover. Deswegen müssen wir nochmal zurück. Ich markiere in diesem Fall erst die Tonspur mit dem Voiceover und dann den gewünschten Bereich. In dem Fall also das ganze Video. Am schnellsten geht das mit der Tastatur. Steuerung Position 1 springt an den Anfang der Timeline, die Taste I markiert den Anfang. Steuerung Ende springt ans Ende des Videos und die Taste O markiert das Ende. Jetzt öffne ich wieder das Untertitel-Tool und wähle Zeitleistenbereich ausgewählte Spur. Nach einem Klick auf Process heißt es Warten. Direkt anschließend liegen die Untertitel in der entsprechenden Spur über dem Video. Je nach Länge des Videos und der eigenen Hardware kann das schon eine ganze Weile dauern. Ein Fortschrittsbalken zeigt, wie es vorangeht. Wenn Kdenlive schließlich die Meldung Untertitel wurden importiert zeigt, dann kann ich das Fenster mit Schließen zumachen. Die Untertitel waren bei mir bisher in allen Fällen ziemlich gut. Das Ergebnis hängt auch vom gewählten Modell ab. Aber gerade bei Namen muss ich manchmal ein paar Sachen korrigieren. Da gibt es dann 2 Möglichkeiten. Entweder ich zoome in die Timeline hinein, bis der Text lesbar ist, dann klicke ich doppelt auf einen Untertitelblock und kann direkt reintippen. Oder ich öffne über das Menü Ansicht Untertitel ein Modul zum Bearbeiten der Untertitel. Da kann ich dann mit den Pfeilbuttons unten weiterspringen, Untertitel aufteilen und schließlich sogar Schriftart, Schriftgröße und Position ändern. Um die Untertitelspur dann zu exportieren, öffne ich das Menü Projekt und dann Untertitel, Untertiteldatei exportieren und wähle einen Ort zum Speichern der SRT-Datei. Die kann ich anschließend bei YouTube als Untertitel hochladen. In YouTube Studio öffne ich dazu die Details des Videos und wechsle zu Untertitel. Will ich zum Beispiel englische Untertitel hochladen, klicke ich auf Sprache hinzufügen, wähle Englisch und klicke dann in der zweiten Spalte der neuen Zeile auf Hinzufügen. Daraufhin öffnet sich ein Fenster, wo ich jetzt Untertitel von YouTube automatisch übersetzen lassen könnte. Ich will aber lieber meine eigene korrekturgelesene Spur einfügen und klicke auf Datei hochladen. Bestätige mit Zeitangabe,
wähle die Datei mit der Endung SRT aus und die Untertitel sind da. Mit einem Klick auf Veröffentlichen schalte ich sie frei. Jetzt muss ich rechts daneben in der Untertitelzeile Englisch noch Titel und Beschreibung angeben. Dazu tippe ich in dieser Spalte auf Hinzufügen. Dann sehe ich links Titel und Beschreibung des Videos im Original und kann rechts eine Übersetzung eintippen. Oder im Zweifel die automatisch übersetzen lassen und hier per Copy-Paste einfügen. Mit Veröffentlichen wird sie freigegeben. Um zu sehen, wie das so aussieht, kann man den YouTube-Kanal im Browser öffnen und über das Icon oben rechts die Sprache auf Englisch umstellen. Dann zeigt YouTube den englischen Titel, sofern vorhanden, während alle weiteren Videos weiterhin den deutschen Titel tragen. Kdenlive kann Tonspuren aus vielen verschiedenen Sprachen einlesen, die allerdings nur in derselben Sprache ausgeben oder ins Englische übersetzen. Praktisch ist das allemal und die Qualität kann sich wirklich sehen lassen. Wie macht ihr das? Macht ihr Untertitelspuren für eure YouTube-Videos? Schreibt's mir gern in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.